Hey, heute ist es kurz vor Weihnachten und ich hatte mir so gedacht, um dem jahreszeitlichen Thema gerecht zu werden, werde ich heute mal was über die Liebe sagen. Ich habe mir hier auch verschiedene Stichpunkte gemacht und damit das Ganze nicht so trivial wird, wollte ich mal über die Liebe reden in einem anderen Sinn, als man es gemeinhin tut. Denn zu Weihnachten wird man ja überschwemmt mit allen möglichen Aussagen mit Ausrufezeichen. Du musst mehr lieben, die Liebe ist allgegenwärtig, die Liebe ist die Himmelskraft, die Liebe ist die mächtigste Macht des Universums und so weiter. Das könnte ich natürlich jetzt hier auch wieder sagen, aber ich wollte, wie gesagt, es mal anders machen. Und ich wollte auf den kleinen Aspekt hinweisen, dass wenn man so indoktriniert wird, dass die Liebe sozusagen so verabsolutiert wird, dann kann auch eine Neurose die Folge sein, eine geistige Klemme, die ungesund ist, eine Fokussierung auf etwas, das man vielleicht nicht hat und unbedingt braucht. Und natürlich ist die Liebe auch etwas, was man sehr gerne hat und unbedingt braucht, aber man kann die Liebe ja auch jederzeit haben. In dem Sinne, wie ich das Universum immer denke, und ich sage ja immer, das Universum ist ein Bewusstsein und wir können also deshalb mit den Mitteln der Psychologie durchaus das Universum uns ansehen, denke ich, dass die Liebe eine Bezogenheit ist auf etwas anderes. Das Universum kommt ja nicht dadurch zustande, dass da Materie sei in einem Raum und so weiter. Das ist die Sichtweise des Spiritualismus, sondern sie kommt zusammen durch eine absolute Relativität der Gedanken zueinander. Und ich habe, also um das zu verdeutlichen, dieses Prinzip, wieder das gute alte Yin und Yang Symbol, das ich also einblende. Und dieses Symbol, das aus der fernöstlichen Kultur kommt, bedeutet ja, ist ja ein Wesensprinzip des Seins, ein Erschaffensprinzip auch. Und in diesem Zeichen sehen wir also zwei gegensätzliche Elemente, Yin und Yang, die aber zusammen einen Kreis bilden. Und dieser Kreis ist diese Bezogenheit aufeinander. Wenn man sich das Universum so vorstellt, dass es also völlig offen ist, dann könnten die Elemente des Universums ganz verschiedene Sachen sein. Man könnte sich das vorstellen wie zwei Planeten am jeweils anderen Ende des Universums. Und hier fehlt die Bezogenheit. Wohingegen die Dinge, die aufeinander bezogen sind, sich gegenseitig hervorbringen. Und nun stelle man sich also das Yin-Yang-Symbol vor wie zwei Liebende, wie ein Mann beispielsweise und eine Frau. Und sie erschaffen sich auch zum Teil gegenseitig. In der materialistischen Sichtweise haben wir ja diese Sichtweise, dass jeder für sich ist und völlig separat existiert. Und es gibt ja viele Leute, die verstehen schon gar nicht, wenn man sagt, die Gedanken anderer sind in dir oder das, was ich denke, ist wichtig für dich, sondern sie sagen, vielleicht auch mit einem gewissen Trotz, das, was du denkst, ist mir völlig egal und beeinflusst mich in keinster Weise. Aber so ist es ja dann doch nicht. Und gerade wenn also zwei Dinge sehr eng zusammen sind und zwei Dinge ein Paar bilden, dann beeinflussen die sich sehr und erschaffen sich gegenseitig. Man könnte es auch so sehen, dass man sagt, der positive Blick auf den anderen ist das erschafft das Gute in demjenigen. Und das ist also Liebe. Das ist quasi dieser Kreis um Yin und Yang herum. Diese Neigung, die zu einer Verbindung führt und die Dinge erschafft. Das ist dieser Wesenszug des Universums. So würde ich das charakterisieren. Ich halte also demzufolge nichts davon,
die Liebe sozusagen emotional zu überhöhen und zu, wie sagt man, zu moralisieren. Davon halte ich nicht viel, sondern so nach dem Motto, du musst immer lieben. Ja. Also wie man dann gerade an Yin und Yang auch sieht, sind die beiden Parteien irgendwo auch Gegensätze. Und es bedeutet auch, dass etwas auch immer einen Gegensatz hat. Also zum Beispiel hat die Liebe den Gegensatz des Hasses. Und ich denke, dass die Liebe ohne diesen Gegensatz nicht auskommt. Sozusagen undefinierbar ist. Wenn ich definieren müsste, was ist denn Liebe, würde ich als einfachstes Mittel vielleicht dazu greifen, dass ich sage, es ist die Abwesenheit von Hass. Und ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt möglich ist, dass man nur lieben kann. Ja? So wie es gerade in der Weihnachtszeit uns immer wieder suggeriert wird. Und übrigens ist das vielleicht, wenn ich das also so sage, ein bisschen hilfreich für diejenigen, die jetzt alleine sind zu Hause, die keinen haben, vielleicht, und die vielleicht auch sich denken, ich muss doch jemanden lieben oder jemand muss mich lieben. Und das kann, wie gesagt, in eine Klemme führen, wenn man das zu sehr fokussiert. Nun gibt es ja gerade in der Weihnachtszeit wahrscheinlich viele, die zu Hause sitzen und alleine sind und sie haben niemanden mehr. Und nun tönt es von überall, du müsstest lieben, du musst lieben und so weiter. Und wie gesagt, das ist für manche wahrscheinlich gar nicht so einfach zu hören, wenn man sich darauf so fokussieren soll, die Liebe wäre eine Himmelsmacht, die Liebe wäre die stärkste Macht des Universums, wenn man zufällig nun mal gerade alleine ist und hat niemanden. Und da gibt es ja, wie gesagt, auch eine Missdeutung, die dazu führen kann, dass mancher sich dann noch besonders alleine vorkommt, wenn das jetzt, wie gesagt, so betont wird zur Weihnachtszeit gerade. Und ich wollte da mal 2, 3 Punkte nennen, die also meiner Ansicht nach absolut zu dieser Liebe gehören, so wie ich sie verstehe. Es ist einfach das Zusammenfinden von Themen, von Objekten, von Menschen. Das ganz allgemeine Zusammenfinden, warum? Aus keinem anderen Grund als der Liebe. Die Liebe ist eben zum Beispiel, drückt sich auch aus, indem man das Leben wertschätzt. Also, oder anders gesagt und wahrscheinlich noch viel besser gesagt, indem du dich selber wertschätzt. Du selber musst dich erstmal lieben. Du kannst also dann alles Mögliche lieben. Aber wenn du dich nicht selber lieben kannst, dann ist das alles nichts. Und paradoxerweise führt diese Verabsolutierung der Liebe im, ich sage jetzt mal, weihnachtlichen Sinn manchmal dazu, dass sich Leute eher hassen, als dass sie sich lieben. Selbst meine ich jetzt. Weil sie zum Beispiel feststellen, sie haben jetzt keinen, den sie lieben können. Und das liebt sie auch keiner besonders. Oder sie denken, dass das so ist. Und aus diesem Grund fangen sie an, sich zu hassen. Warum liebt mich denn keiner? Warum kann ich keinen lieben? Und so weiter. Aber Liebe beginnt erstmal bei sich selber und die Wertschätzung des eigenen Lebens als die Quelle all dessen, was Spaß machen kann und Freude bringt. Das ist das Leben. Das Leben, verstanden als Fest, ist ein großes Fest der Liebe. Kann es sein. Es kann auch so sein, dass du das nicht so wertschätzt, wenn du nicht verstehst, dass das wirklich die Quelle all dessen ist. Also das Leben wertschätzen, dein Leben wertschätzen, die kleinen Dinge wertschätzen, die Dinge, die du tun kannst, wertschätzen. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, jetzt in diesem Augenblick kann ich Dinge tun und man sagt ja immer so schön, du weißt die Dinge erst zu schätzen, wenn du sie verloren hast. Ja, also so vieles gibt es, was du hast, was andere nicht haben und was du jetzt wertschätzen kannst, wenn du nur einen Blick dafür hast. Und ich sag mal, meistens ist es ja so, dass wir uns denken, naja, das, was ich habe, habe ich. Ich möchte aber lieber was anderes haben. Das ist die ganz einfache Regel, die irgendwie alle haben und die überhaupt nicht gut ist, sondern dass man Dankbarkeit empfinden kann für das, was man hat.
Und sei es einfach dein Leben und vielleicht eine gewisse Form von Gesundheit oder eine gewisse Form von Sportlichkeit. Und wenn du das von dir sagen kannst, und dann vielleicht eine gewisse Form von Wohlhabenheit im Sinne von, du hast genug oder eine gewisse Form von geistiger Regheit. Also so, dass du die Welt genießen kannst, weil sie so schön ist, weil du die Schönheiten genießen kannst, weil du zum Beispiel Kunst magst oder Musik magst und weil du gerne zum Beispiel eine bestimmte Musik hörst und dazu Kakao trinkst. Ja? Also diese kleinen Dinge auch wertzuschätzen und dafür dankbar zu sein, das ist also Punkt 1 bei der Liebe. Und übrigens, wenn du andere lieben willst, also wenn du einen Partner finden willst, der dich lieben soll, der muss auch sehen, dass du dich selber liebst. Also jemanden sich hassen zu sehen, das ist kein schöner Anblick und auch keine angenehme Gesellschaft. Deshalb also fang, wie gesagt, bei dir selber an. Ein weiterer schöner Punkt ist, wenn du Liebe empfinden willst, Hingabe an eine Idee. Also wenn du eine Idee hast, die zu dir passt und die, also ich habe das mal so gehört, in der Psychologie sagt man, glaube ich, Ökologie dazu, wenn du eine Idee hast, die zu dir passt, zum Beispiel, die sich nicht beißt mit anderen Ideen, die du hast. Also das könnte zum Beispiel so sein, dass du irgendwie Geld verdienen willst und verdienst es aber mit einer Art, von der du insgeheim glaubst, dass sie anderen schadet. Und das passt nicht zu deiner Ökologie. Das ist damit gemeint. Du brauchst also ein Ziel, was insgesamt nicht widersprüchlich ist zu deiner Wesensart, zu deinen Zielen. Oder das Genießen der Natur, wenn man also draußen gerne ist, so wie ich jetzt hier, und seine Runden dreht und das einfach genießen kann und sagen kann, das ist meine Liebe. Ich liebe diese Welt einfach so, wie sie ist, mit ihren Bäumen und mit all diesen Dingen, die es hier so gibt. Vielleicht sogar mit den Windrädern, ja? Wobei, ob ich die liebe, das weiß ich noch nicht so richtig, ob ich die lieben kann. Bin davon nicht überzeugt. Das Streben nach Harmonie, Ausgeglichenheit, Frieden und Einheit in allem, ja, dass man vielleicht nicht dauernd irgendeinen Kick braucht, um einigermaßen zufrieden zu sein, sondern dass man einfach es auch mal dabei gut sein lässt, dass einfach die Dinge in Ordnung sind, ja, so wie dieser chinesische Spruch, der da heißt, ein chinesischer Fluch: Mögest du interessante Zeiten erleben. Dieser Fluch besteht darin, dass die interessanten Zeiten, die man erleben kann, meistens mit viel Ungemach verbunden sind. Das will man nicht, sondern was man will ist, dass am liebsten überhaupt gar keine Nachrichten kommen, die aufregend sind, sondern du möchtest, dass eine gewisse Harmonie herrscht und dass das einfach so bleibt. Und diese wenigen, ja, ich habe hier noch aufgeschrieben, Verbundenheit mit dem Universum, also mit allem, was ist. Ja? Solche Verabsolutierungen finde ich dann auch wieder manchmal ein bisschen schwierig. Es klingt gut, aber mit allem, was ist, muss man nicht verbunden sein. Es reicht völlig aus, da man ja selber sich auch nur als einen Teil empfindet, wenn man mit einigen Teilen verbunden ist und mit anderen wieder nicht. Und es gibt auch immer diese negativen Seiten, mit denen will man sich nicht verbinden, mit denen will man nicht verbunden sein, sondern man sollte sich, um seine geistige Konsistenz zu wahren, mit vielen verbinden, aber nicht mit allem. Ja, also mit vielen verschiedenen, man sollte viele verschiedene Interessen haben, sich niemals zu sehr auf eine Sache konzentrieren, sich niemals zu sehr in eine Denkecke begeben. Ein wichtiger Hinweis dabei ist übrigens, dass man die negativen Dinge möglichst auch nicht ausspricht. Weder gegenüber anderen noch sich selbst gegenüber in einer Art Selbstgespräch, sondern dass man wirklich diese
Welt sucht, die einfach ist, die strukturiert ist, in der es verschiedene interessante Punkte gibt. Und das ist das, was ich als die Liebe bezeichne, dass man sich den Dingen zuwendet, die man wirklich gerne tut. Ja? Und dass man vielleicht in seinem Leben die Dinge meidet, die man nicht gerne tut. Und nicht nach dem Prinzip lebt, dass man denkt, alles müsse immer sein oder so. Alles das, was ich nicht gerne tue, mache ich trotzdem. Das muss ja sein. Sondern indem man versucht, sein Leben nach und nach so zu definieren, dass man die Dinge, die man nicht so gerne tut, wirklich nach und nach einfach auch nicht tut. Denn viel effektiver ist man einfach in den Dingen, die man auch gerne macht, die man liebt. Ich hoffe, das hat euch was gesagt. Wie gesagt, das ganze Thema sollte heute auch ein bisschen dafür sein, dass man das Wort Liebe in seiner Verabsolutierung und in seiner moralisierenden, schädlichen Form mal ein bisschen weglässt, sondern dass man es in eine allgemeine Form bringt, und so dass es auch denjenigen was sagt, die vielleicht in diesem Augenblick nicht so viel Liebe haben und empfinden können. Und möglicherweise sagt euch das was. Ich würde es hoffen und verabschiede mich. Bis demnächst. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.